Heute machen wir eine ganz leckere, frische Lachsforelle. Und schon geht's los. Nicht so salzig, nix, einwandfrei. Schaut euch das mal an, wie saftig das ist. Seht ihr, wie die Gräte rausgehen hier? Kann man das schön hier rausziehen. Vergisst nicht vorher, euren Fisch einzufrieren. Sehr wichtig, wegen der Bakterien. Und dann kann man das so abziehen. Seht ihr, guck mal, wie das abgeht hier. Die ganze Gräte gehen raus. Also wir brauchen jetzt 3 Liter Wasser. Gut, wenn man so eine große Kanne hat zum Wasser einfüllen. Warum nehme ich jetzt 3 Liter Wasser? Weil das eine ganz große Lachsforelle ist und die soll ja bedeckt sein mit dieser Lage. Und die Herdplatte stellen wir mal schon auf 4 und dann kann das mal schon langsam warm werden. Kommt jetzt noch Salz rein. Wir nehmen jetzt 6,5%ige Salzlage. Für mich ist es sehr angenehm. Wer will, kann auch mehr nehmen oder noch weniger. Also 6,5 und 7% ist eigentlich ganz gut. Das wären dann auf die 3 Liter Wasser, ja 195 Gramm. Dann nehme ich dann feines Meersalz. Das geben wir hier mal schon rein. Das geht eigentlich ganz schnell. Das wird später, wird das dann, wenn es warm ist, noch ein bisschen aufgerührt, dass sich das schön auflöst. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen Zucker und machen wir so bei uns 2, 3 für 3 Liter Wasser und machen wir noch einer dazu. Normal kann man 1 bis 2 Esslöffel nehmen. Könnt ihr mal gucken, Vitamin C, da sind immer so kleine Löffelchen dabei. Das ist genau wie Ascorbinsäure. Da mache ich 3 Löffelchen rein, ist auch für die Haltbarkeit, Konsistenz und so weiter. Ich mache dann noch einen Pfeffer dazu. Da ist alles drin, da sind Wacholderbeeren drin, Senfkörner, Dillsamen, Pfeffer, Chili, Piment, das ist hier alles drin. Da nehme ich mal 2, 3 schwach gehäufte Esslöffel. Wir haben ja eigentlich alles schon drin, was wir brauchen. Obwohl das jetzt drin ist, gebe ich zusätzlich noch ein paar Blätter rein und Lorbeerblätter. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wie gesagt, das könnt ihr verfeinern mit Zwiebeln, mit Knoblauch, mir aber auch alles drin. Also, so, das kocht ja jetzt schon so langsam hoch. Das verrühren wir ein bisschen, dass das Salz sich auflöst. Ich habe jetzt extra so viel Wasser genommen, dass ich mit 2 Liter nicht hingekommen wäre bei dem riesen Fisch. Wenn ihr hinkommt, könnt ihr natürlich auch 1 Liter nehmen. Dafür nehmt ihr dann 60 oder 65 Gramm bei 6 oder 6,5% Salzlage. Sobald das anfängt zu köcheln, machen wir den Herd aus und lassen das abkühlen und füllen das mit der Lachsforelle auf. Ja, was ich vergessen habe, ein bisschen Rosmarin reinmache noch. Schönes Stückelchen, schaut mal, das wächst jetzt wieder. Gute 42 cm, das ist schon was. Ich habe mal die größte Pfanne geholt, die ich überhaupt habe. Weil die Schwanzflosse wollte ich jetzt nicht abschneiden und den Kopf auch nicht. Da wäre es dann reingegangen. Mache ich nicht. Ich will das ganze Ding haben. Das sieht ja erstens mal besser aus. Den Kopf esse ich jetzt dann sowieso nicht mit, aber der muss ich dran lassen. Wegen dem Aufhänger auch. Aber vielleicht können wir das bisschen da hochheben. Ein bisschen quer reinmachen. Mache es so irgendwie. Also so wird es gehen. Bisschen seitlich. Ist der ganze Schleim noch dran. Und das ist ein Zeichen für Frische. So, die war jetzt heute Nacht in der Lage. Das Problem ist jetzt, ich benutze ja immer meine Heißluftfritteuse, um den Fisch trocken zu kriegen. Natürlich kann man dann das so machen, dass man das in den Räucherofen reinhängt und lasst den erstmal trocknen. Also zuerst werde ich ihn jetzt mal ein bisschen abtupfen, dass man den jetzt ein bisschen schon leicht trocken kriege. So, ich habe mich jetzt entschlossen, im Räucherofen zu trocknen. Wird allerdings ein bisschen dauern. Ja, bist du nicht willig? Nehme ich Gewalt, ne wahr? Ja, jetzt kommt es auch raus. Ja, jetzt kommt auch raus. Jetzt ist er noch schön fest. Ja, ich habe es jetzt mit der Beißzange reingemacht. Also ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier haben wir den einen Ausschalter. Und das funktioniert nur, wenn ihr hier die Stunden auch einstellt. Was an dem Ding blöd ist, muss ich sagen, da kannst du nicht 5, 10 Minuten oder sowas einstellen. Du musst immer 1 Stunde. Ja, fangt jetzt bei 1 Stunde an, 2 Stunden. Und hier kannst du Power geben. Ich habe das jetzt nur ein Viertel gedreht gehabt. Der hat ja eine Elektroheizung und ich habe jetzt schon 60 Grad. Das ist schon fast zu viel. Und wenn mal die Heizung nicht funktioniert, da habe ich schon eine andere eingebaut. Aber was ich damals nicht gewusst habe, dass hier eine Sicherung ist. Wenn der, ich glaube, über 130 Grad kriegt oder sowas, so darum, dann springt hier die Sicherung raus. Die kann man dann auch wieder rein drücken. Allerdings kann es aber auch passieren, dass die Sicherung ganz kaputt ist. So war es nämlich bei mir.
Bis ich das da mal gemerkt habe, habe ich schon eine Spule gekauft gehabt, habe es neu eingebaut und dann ist es immer noch nicht gegangen, bis ich dann gesucht habe und habe das gefunden. Das sitzt jetzt hier oben auf dem Gerät drauf. Das ist eine Sicherung. Wir haben jetzt schon 65 Grad. Das ist fast schon zu viel zum Trocknen. Ich habe dann hier da drin, da kann man das so schön dranhängen. Da hänge ich sonst meine Wurst auf. Schieben wir noch ein bisschen hinter. Ja. Abtropfblech lasse ich diesmal weg, weil der ist halt riesengroß. Soll es halt hier hin tropfen, aber hier wird es eh nicht so heiß. Und dann machen wir das mal zu und lassen den mal trocknen. Also ich möchte nicht mehr wie 45 Grad oder so. Das ist schon, dass das Eiweiß nicht gerinnt. Das will lieber ein bisschen unter 50 Grad noch halten, bis er trocken ist. Ich heiz das jetzt noch mal ein bisschen hoch. Er ist ja jetzt schon wieder bei 40. Wenn er mal so 45 Grad hat, dann schalte ich ihn aus und dann kann er trocknen. Derzeit kann ich Räuchermehl vorbereiten und dann gehe ich mit der Temperatur, also kurz auf 90 Grad und dann gehe ich mit der Temperatur runter. Ich mache das immer ein bisschen anders. Es gibt Leute, die räuchern dann, glaube ich, bei 65 Grad oder so durch. Ich schalte ihn dann aus, da kann das langsam runtergehen und gehe dann nachher in den Kaltrauchbereich rein. So mache ich das immer. Vielleicht können das erkennen. Das lassen wir jetzt mal. Viel höher dürfen wir wirklich nicht gehen, weil dann gerinnt uns das Eiweiß. Und so kann er jetzt mal trocknen. So, in der Zeit, wo das dann trocknet, tun wir unser Räuchermehl schon darin machen. Das ist jetzt Räuchermehl eigentlich für Kaltrauch. Aber da wir später in den Kaltrauch übergehen, ist es gut. Ich habe aber noch andere Chips da. Das ist jetzt 0,4 bis 1 mm. Und dann habe ich noch 1 mm bis 1,4. Wir brauchen ja heute ein bisschen Temperatur. Deswegen drücke ich es nicht so fest an. Nur leicht. Da kriegt das mehr Luft und brennt schneller ab. Und somit auch die Temperatur heißer. Da müsst ihr hier ein kleines Loch drin machen. Da könnt ihr das eventuell noch anzünden. So, ich habe jetzt hier Wacholderbeere. Da mache ich noch ein bisschen paar drüber. Für den Geschmack. Und das ist alles. Es dauert nicht lang. Doch, es brennt. So, jetzt heizen wir das mal erstmal über 90 Grad. Seht ihr, der steigt schon wieder. Und das ist das Fach. Da kann man hier Räuchermehl einfüllen und dann reinkippen. Nochmal nach der Temperatur. Wir haben knapp 70 Grad. Das ist ideal. Das halt das jetzt so. Die Heizung habe ich schon aus. Seht ihr, das Kabel hängt schon da. Und ja, das kann jetzt noch, das meinen wir, noch 2 Stunden Klimme und die Temperatur, die fällt dann noch runter und geht dann ins Kaltrauch rein. Also das steht jetzt so schon eine halbe Stunde bei 65 Grad. Der ist ja isoliert und von daher, da hält er die Temperatur. Also erst hatte ich dann über 90 Grad und dann habe ich das abfallend gemacht, 65 Grad. Und vorher habe ich noch mindestens eine Stunde drin gehabt und zum Trocknen, aber davon bin ich nicht begeistert. Jedenfalls, der war so groß. Normalerweise mache ich das mit der Heißluftfritteuse in der Trockenstufe, weil wenn das nicht richtig trocken ist, dann kriegt er auch keine schöne Farbe. Wie es geworden ist, genau so habe ich mir das doch wieder vorgestellt. Der ist klasse. War gut gesichert. Schaut es euch an. Die ist so saftig noch. Die ist perfekt. Oh, guck mal da hier. Unglaublich, oder? Oh. Ja, jetzt will man noch mehr. Ich habe gerade noch frische Baguettes gemacht. So sieht es aus. Das ist schön knackig. So, könnt ihr mal gucken. Da sind die Backe drin. Ja, seht ihr?
Das ist eine Delikatesse. Das sind die Bäckchen. Seht ihr? Ah, das ist nicht so salzig. Nix einwandfrei. Man schmeckt das Salz, aber das ist nicht streng. Seht ihr? Und ihr könnt da hier die Bäckchen rausholen. Das ist was ganz Feines. Seht ihr? Das ist lecker. Seht ihr, wie die Gräte rausgehen hier? Da. Kann man das schön hier rausziehen. Die Gräte kann man schon wegmachen. Diese Mittelgräte, das kann man schon essen. Carigo. Vergisst nicht vorher, euren Fisch einzufrieren. Sehr wichtig, wegen der Bakterien. So. Und dann kann man das so abziehen. Seht ihr? Guck mal, wie das abgeht hier. Die ganze Gräte gehen raus. Und der Kopf ist jetzt auch weg. Seht ihr das alles? Das kann man natürlich essen. Das esse ich. Das sind so feine Sachen. Der Rieger. Das ganze Filet könnt ihr hier rausholen. Seht ihr? Und schaut mal darin, was da in der Brühe drin steht. Ist total saftig. Seht ihr? So könnt ihr das rausholen. So kann man das richtig schön essen. Ich meine, da sind ja jetzt fast keine Gräte drin. Aber eins verrate ich euch noch, das verrate ich meiner Familie nicht. Da hinten im letzten Stück, da sind nie Gräte drin. Und das ist lecker. So, das war mal vorerst das letzte Video. Ab 24. bin ich im Krankenhaus. Da muss ich mich ein bisschen vorbereiten. Ja, dann ich sage mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao, ciao.